Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich kann euch versichern, dass es zum Anfang des Monats, jetzt wahrscheinlich immer, also relativ zum Anfang des Monats, jetzt es eine feste Serie geben wird. Und zwar hat der Strider mir zugesagt, also der Strider, wer ihn nicht kennen sollte, ihr kennt ihn eigentlich, also ich muss es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen, ne? Dass er für uns, für die Community und für den YouTube-Channel hier monatlich zum Anfang des Monats eine Liste erstellen wird, die er wahrscheinlich sowieso für sich führt, und jetzt teilt er das Ganze auch noch mit uns. Und zwar, wer das letzte Video verpasst haben sollte, es ging quasi darum, die wahre internationale Ehrenhalle, die Weltrangliste quasi mit den besten Spielern zu diagnostizieren und zu sehen, wer wirklich ganz weit oben steht, weil hier haben wir nur diese verbackte internationale Ehrenhalle hier so, die gar nichts anzeigt, ne? Und ja, dass es ja auf den verschiedenen Servern Leute gibt, die gegeneinander antreten um Platz 1, um dann hier in dieser Liste zu sein, und die sich immer hin und her switchen und so, und dann ist der eine vielleicht höher und der andere ist von den Stats vielleicht stärker, aber ist vielleicht wie so der Spieler hier zum Beispiel einer der beste Spieler mit den meisten Statpunkten in-game. So, ist aber nur auf Platz 7 jetzt beispielsweise und nicht auf Platz 1. So, und es liegt halt, wie gesagt, daran, dass er halt ein Magier ist, der halt relativ viel auf seinen Intelligenzwert geskillt hat und nicht so viel auf Ausdauer, nicht so konstant ist in der Ehrenhalle. Und ja, der gute Strider, der informiert uns jetzt monatlich immer über die besten Spieler weltweit, was sie von Monat zu Monat für Skillpunkte erreicht haben und wie sie letzten Monat abgeschnitten haben und vielleicht in Zukunft, im nächsten Monat, auf wen man da so die Augen werfen kann. Das ist immer jetzt ein Video im Monat, relativ zum Anfang. Er erstellt es immer am 31. oder halt am letzten Tag des Monats, und ich versuche es so nah wie möglich gleich euch wiederzugeben. So, wir haben jetzt zum Beispiel, hier hat er uns jetzt die aktuelle Liste gesendet, und zwar sehen wir hier die Top 31 Leute weltweit von den Statpunkten her. So, ne? Und ich habe auch nochmal die Liste vom letzten Monat zu sehen. Hier, ne, das ist von Januar. So, Anfang Januar. Da sehen wir hier den Zünd mit 1,5 Millionen Skillpunkten insgesamt zusammengerechnet. So ein bisschen drüber, fast 1,6. Und hier sehen wir jetzt, ist er hier über 1,62. Ja, und das hat er jetzt innerhalb von einem Monat aufgeholt. So, dann haben wir zum Beispiel auch den Unterschied hier, der Strider, ne, das ist ja der die Liste hier geführt hat auch ziemlich krass aufgeholt, ne, von 1,43 auf 1,47 und hat damit jetzt die in der Gesamtsumme die anderen Leute hier knapp überholt. Viper immer noch auf Platz 3, ne, jetzt hier im Ende Januar. Und ja, ich bin gespannt, wie es nachher im Februar aussehen wird. Da werden wir zum Ende des Monats wieder eine neue Liste bekommen. Wie gesagt, das hier ist von Anfang Januar die Liste, und hier haben wir jetzt von Februar von den Statpunkten her, so in der Summe gerechnet, ne? Das sind die stärksten Spieler von den Skillpunkten her. So, dann hat er die ganzen Leute auch nochmal in ein Arena-System quasi, in ein Turniersystem gegeneinander antreten lassen, und ja, dabei kam dann Folgendes raus hier. Das ist relativ schwierig zu sehen, ne? Das ist so quasi, ja, wie so eine, hier oben sieht man übrigens die Kämpfe, wie oft sie gegeneinander gekämpft haben. So, das Ganze ist mit dem Tool von Ma zusammen gebastelt worden, gehe ich mal ganz stark von aus. Und hier sehen wir dann quasi die Punkte. Hier ist so die Ladder, ne, die Rangliste, und das ist halt ein Programm, womit man halt die Leute hier 100.000-fach gegeneinander kämpfen lassen kann mit den besten Skillpunkten. Jetzt nicht die Leute aus der Liste hier, weil das tut nichts zur Sache, weil wie gesagt, die Leute auf den einzelnen Server kämpfen jeden Tag gegeneinander, gegen die anderen Leute. Bei mir ist es ja genauso, guckt mal hier, die kämpfen alle hier um den ersten Platz, die hier oben sind, ne? Und da kann halt jeder mal oben sein auf Platz 1. So, ne? Geht relativ easy. Ne? Und ja, deswegen kommen dann halt nur die Leute, oder der kommt dann, nur Platz 1 kommt dann halt in die internationale Ehrenhalle, der dann gerade zeitlich das Zeitfenster abgepasst hat, um hier reinzukommen. Deswegen
tun die Namen, die hier stehen, gar nicht mal so viel zur Sache, sondern wirklich die stärksten Leute. Und da danke ich halt Strider sehr, dass er da sich die Mühe macht und auf jeden Server einzeln akribisch nachschaut, wer denn wo spielt und wo die besten Spieler sind und so weiter und so fort. Und ich finde das ganz nice, mal so zu sehen, monatlich so ein kleines Update auf jeden Fall. Ne? So, hier haben wir dann die besten, ich weiß gar nicht, was er hier hat er auch irgendwas geschrieben. Also hier waren die besten 31 Spieler, glaube ich. Hier waren, glaube ich, die besten 20 Spieler im Turnier. Ne? Und hier sieht man schon, dass hier ein paar Neuzugänge auch da sind. Und hier haben wir jetzt die Top 10 gegeneinander gekämpft. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass hier Ego relativ weit oben jetzt schon ist im Turniersystem. Und der Strider hatte nämlich auch geschrieben gehabt, dass wahrscheinlich man im Februar darauf achten kann, dass Ego S10 wahrscheinlich und der Jurik relativ weit oben sind. Ne? Und der Trend entwickelt sich halt bei den beiden etwas schneller als bei den anderen. Und deswegen hatte er geschrieben, dass man da auf die beiden ein Auge werfen kann. In Zukunft, da könnte einiges kommen. Ne? Diese Statistiken hat er nämlich auch im Auge. Ja, hier sehen wir nämlich Ego S10 von den Skillpunkten her der 5. beste Spieler weltweit. Und wenn man jetzt mal schaut, hier ist einmal S15, ja, und S10 ist erst hier auf Platz 29. Ne? Also das ist halt relativ, ne, das meine ich halt damit so. Ne? Er ist halt der 5. bestgeskillte Spieler weltweit, ne, und ist hier nur auf Platz 29 in der internationalen Ehrenhalle. So, aber der Trend wird sich wahrscheinlich nach oben entwickeln und ich denke mal, wir werden auch sehen, dass im nächsten Monat Ego S10 wahrscheinlich ein bisschen weiter oben stehen wird. Hier hat er nämlich ja auch schon einen Account, ne, auf Ego S15, ne, also da auf jeden Fall auch. Sollte man im Auge behalten, ja, und das ist auf jeden Fall soweit das monatliche Update zur Liste zu den besten Spielern weltweit. Wie gesagt, ich werde euch jetzt dank Strider auf jeden Fall Anfang des Monats jetzt immer rechtzeitig informieren, wie sich die Spieler entwickelt haben, wie viele Skillpunkte die Leute in einem Monat gemacht haben. Das finde ich persönlich am spannendsten. Der Unterschied hier zwischen Anfang Januar, ne, wie es hier aussieht, und Ende Januar, wie es dann da aussieht. Und wie sich die Platzierung hier geändert hat und von den Skillpunkten her, finde ich das ziemlich interessant, was sich da bei den Top-Spielern weltweit so getan hat. Deswegen bin ich da Strider auf jeden Fall sehr dankbar, dass er da wirklich jeden einzelnen Spieler so unter die Lupe nimmt, auf jeden Server durchgeht und ja, das Ganze dort dann auswertet und das Ganze dann in eine Liste einträgt und mit Hilfe von dem Tool von Ma dann auch noch sogar in einem Arena-Turniersystem gegeneinander antreten lässt. Ne? Weil die ganzen Spieler würden halt niemals hier in dieser Liste gegeneinander antreten, weil ja die meisten da drinnen dann auch gar nicht vorkommen. So, ne? Das ist halt das Lustige dabei. Ne? Und deswegen finde ich das cool, dass er das intern hier auch nochmal alles eingetragen hat und dann uns zur Verfügung stellt. Auf jeden Fall dicke Grüße gehen da raus an Strider, dass er das Ganze hier mit uns zusammen macht und jetzt quasi mit, eine feste Serie auf dem Kanal hier sozusagen festigt. Ne? Und da bin ich Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und ich denke mal, das ist auch relativ interessant für die meisten von euch. Da kann man auf jeden Fall mal, denke ich mal, ein Auge drauf werfen. Und lasst es mich auf jeden Fall wissen, falls euch sowas auch gefällt. Einmal im Monat über sowas informiert zu werden, denke ich mal, ist ganz cool, das mal zu sehen, so der Fortschritt von den besten Spielern der Welt, ne? Und finde ich eigentlich eine ganz nice Aktion, das Ganze, ne? Ja, vor allen Dingen kann man sich da auch so ein kleines Beispiel an einem selbst nehmen, was man selbst so in der Zwischenzeit so geschafft hat im Vergleich zu den Top-Spielern, ne? Das Ganze ist natürlich auch levelabhängig, ne, von den Skillpunkten her, was man jetzt in einem Monat an Skillpunkten geschafft hat und so. Das ist natürlich ganz klar. Aber manche Spieler sind ja sogar schon ich bin schon fast in deren Levelbereich, zum Beispiel hier von Strider 554, ne, da bin ich ja sogar fast dran, ne, aber natürlich von den Skillpunkten her komme ich da im Leben nicht ran. So, ne, deswegen ist natürlich ganz klar,
dass da dann natürlich ein Vorteil entsprechend der Skillpunkte da ist. Also kompletter Goldspieler, eine Mine geskippt und so weiter und so fort. Also ja, Top-Account auf jeden Fall. Jo, das soll es soweit dann auch zum Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.